Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus Mk4. Im heutigen Video geht es um ein professionelles OBD2-Gerät, ein OBD2-Scanner. Falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, ist komplett kostenlos für euch. Schaut euch dieses Monster hier an. So sieht das Ganze aus. Und ja, ein professionelles OBD2-Gerät. Wie immer, ich verlinke euch das Ganze unten in der Videobeschreibung und auf meiner Internetseite. Und wie ihr seht, schon aufgrund der Größe der Verarbeitung reden wir hier nicht mehr über ein Hobbygerät, sondern um ein professionelles OBD2-Gerät. Was das Gerät kann, schauen wir uns gleich an. Als allererstes machen wir mal ein kurzes Unboxing. Das ist das Gerät, wie gesagt, das ist die Verpackung, machen wir auf, wie immer in einem schönen, nicen Hardcase, finde ich ja immer klasse, damit man das Ganze schön verstauen kann. Innen drin sehen wir dann das eigentliche Gerät, Eckdaten blende ich euch dann nochmal ein. Wie ihr seht, so sieht das Gerät aus. Oben haben wir eine Kappe für 2 USB-Anschlüsse, dann haben wir auch noch den Powerknopf und auf der Rückseite eine Möglichkeit, das Ganze hinzustellen. Hinten ist natürlich auch noch eine Kamera, falls man noch Fotos oder Videos erstellen muss. So sieht das Ganze von den Seiten aus. Nebendran oder in der Verpackung ist natürlich dann auch noch die Bedienungsanleitung. Hinzu kommen dann noch Kabel, also ein USB-Kabel, ein zweites USB-Kabel, dann der Ladeadapter, dann Adapter für unterschiedliche Länder. Dann haben wir noch hier eine OBD2-Verlängerung für den Fall der Fälle, dass man einen Steckplatz hat, der nicht gut erreichbar ist, und den eigentlichen OBD2-Adapter, den man dann verwendet. So sieht das Ganze aus. Hinten hatte noch einen Anschluss für einen USB-Kabel, damit man dann auch tatsächlich ein Firmware-Update durchführen kann. Firmware-Updates oder Modulprogrammierungen immer per Kabel durchführen. Also niemals über Funk, da ist die Verbindung einfach ja, zu unsicher, und bei einer Programmierung eines Moduls muss man ja sicher gehen, dass dann alles ja wirklich sauber durchläuft, ohne Unterbrechungen. Das war das Unboxing, ganz schnell. Schauen wir uns jetzt mal an, wenn wir das Gerät zum allerersten Mal starten. Los geht's! Wir schalten das Gerät zum allerersten Mal ein, von oben jetzt gefilmt. Dadurch, dass der Bildschirm relativ hell direkt eingestellt ist, werdet ihr gleich sehen, überblendet das ein wenig etwas. Aber sobald es einmal eingerichtet ist, haben wir dann die Möglichkeit, auch die Bildschirmaufnahme zu starten. Und dann kann ich euch das Ganze viel besser einblenden. Wir wählen aus diversen Sprachen aus, verbinden uns mit unserem WLAN, und dann ist das Gerät schon fast mehr oder weniger eingerichtet, und das Gerät erkennt dann auch direkt, ob es ein Update gibt. Das wird dann auch entsprechend direkt installiert. Jetzt, nachdem das Gerät ja eingerichtet ist, kann ich ja direkt auf die Bildschirmaufnahme zugreifen, und deshalb jetzt deutlich klarer, was da vor sich geht. Wie gesagt, Software-Update wird direkt heruntergeladen und auch installiert. Nach dem eigentlichen Software-Update der App schauen wir uns auch mal an, beziehungsweise sagt uns das Gerät, es gibt auch Updates für die einzelnen Module. Module bedeutet hier, die ganzen Autohersteller werden aktualisiert, aber die sonstigen Module, die da drin verbaut sind für die diversen Funktionen, werden dann auch direkt aktualisiert. Könnt ihr entweder einzeln updaten oder direkt alles auf einmal. Ich überspringe natürlich hier diesen Punkt, das dauert ein wenig, aber man kann alles auf einmal auswählen, Update drücken, und dann macht ihr das Update automatisch im Hintergrund. Schauen wir uns jetzt mal als nächstes die Einstellungen an. Dort werdet ihr auch gleich sehen, wieso das ein professionelles Gerät ist. Man kann nämlich verschiedene Daten schon mal hinterlegen, wenn man zum Schluss dann einen Bericht für das entsprechende Auto dann generiert. Weiter geht's. Ich gehe mal ganz schnell die Punkte durch. Wir werden hier nicht auf alles eingehen können, weil einfach die Zeit ja viel zu kurz ist und das Video sonst ewig dauern würde. Man kann also hier diverse Sachen einstellen, wie ihr seht. Schaut euch das Ganze gerne mal an, wenn es euch interessiert, in langsamer, oder drückt Pause. Hier kann man einstellen, wie die Verbindung des Gerätes mit dem PC hergestellt werden soll. Man kann einstellen, dass man Daten von einem alten Gerät, also von einem vorherigen Gerät, auf das neue übertragen kann. Hier sehen wir die technischen Daten des Gerätes. Wir können aber auch hier die Werkstattdaten hinterlegen, also was für eine Werkstatt habe ich, welche Techniker habe ich, und ich kann hier Kunden abspeichern. Das ist das, was ich euch gerade gesagt habe. Das Gerät ist eher für den professionellen Einsatz gedacht. Man kann dann also sehr einfach
Berichte erstellen mit den jeweiligen Daten, welche Werkstatt ist es, welcher Techniker hat gearbeitet, welcher Kunde ist es. Das Gerät erkennt natürlich, welches Auto ist es, zu welchem Kunden gehört es und macht es nachher bei der Berichterstellung deutlich einfacher. Aber weiter geht's. Wir möchten ja uns mit der Hauptfunktion des Gerätes beschäftigen. Also wir gehen hier auf den OBD-Scanner, wählen automatisch aus, es soll unser Auto automatisch erkennen. Hat er auch getan. Und wir müssen nur noch bestätigen, dass die Daten, die er da gefunden hat, auch richtig sind. Tun wir auch. Jetzt scannt er alle Module nach und nach durch und dann kommen wir zu einer Ansicht, wo wir von rechts nach links jetzt einfach mal durchgehen. Rechts haben wir unsere Fahrzeuginformationen, die können wir uns nochmal abrufen. Wir haben dann die Verschlüsselung, beziehungsweise das ist die Modulprogrammierung. Wenn wir ein Modul austauschen, müssen wir das Modul auslesen und das neue Modul, wenn wir es eingebaut haben, wieder programmieren. Das ist damit gemeint. Dann haben wir noch die Funktionen, also die Servicefunktionen, die wir hier direkt aufrufen können. Genau, speziell für dieses Auto. Und dann gehen wir mal auf Autoscan, weil das ist die Hauptfunktion des Gerätes unter anderem. Und dort sehen wir gleich in der schönen Topologieansicht die ganzen Module. Die scannt er jetzt nach und nach ab, zeigt uns an, welche Module hat er ausgelesen, ohne Fehler, grün, welche Module gibt es nicht, sind grau. Und wenn Module einen Fehler enthalten, werden sie entsprechend rot angezeigt. Wie ihr seht, bei mir sind ein paar Fehler drin. Und ja, hier mein ACM-Modul, das hat immer einen Fehler. Das wähle ich jetzt mal aus, schauen uns den Fehler jetzt mal genau an, weil das Gerät hat auch noch eine KI integriert. Bedeutet, wir können auch die KI befragen, was können wir denn bei dem Fehler tun? Und ja, das machen wir hier auch und die KI schlägt uns jetzt diverse Sachen vor. Wir sollen also als allererstes hier die Verkabelung prüfen. Das habe ich natürlich schon gemacht. Dann sollen wir einen OBD2-Scanner bemühen, machen wir ja gerade, Steuergerät zurücksetzen, habe ich auch schon mal gemacht und Software-Update durchführen. Das ist noch der letzte Punkt, den ich noch nicht gemacht habe, weil ich einfach für dieses ACM-Modul noch keine Software gefunden habe. Falls ihr was habt, kontaktiert mich gerne und dann mache ich ein Update. Ja, wie ihr seht, hier sind diverse Fehler. Jetzt erstellen wir mal diesen Bericht, den ich gesagt habe. So einfach geht das. Wir drücken einfach auf Bericht. Er nimmt sich alle Fahrzeugdaten. Er nimmt sich auch die Daten der Werkstatt, die ich natürlich jetzt nicht hinterlegt habe, die Daten des Fahrzeuginhabers, also des Kunden, des Technikers. Dann macht er uns so einen schönen Bericht, den wir dann ausdrucken können oder entsprechend dem Kunden als E-Mail weiterleiten oder verschicken können. Also sehr, sehr schön gemacht. Wie gesagt, für einen professionellen Einsatz gedacht. Und man kann natürlich auch Fehler löschen. Wie ihr seht, hier mit einem Klick löscht er alle Fehler. ACM-Fehler kommt direkt immer wieder bei mir. Wie schon erwähnt, falls ihr hier eine Lösung für mich habt, schreibt mir gerne einen Kommentar. Falls ihr eine Software für mich habt, ja, auch gerne bereitstellen. Neben dieser schönen Topologieansicht gibt es natürlich dann auch die Möglichkeit, hier ja auf die Module direkt zuzugreifen. Und wir können uns dann ja Stellgliedertest nennen es einige Hersteller anschauen. Wir können also diverse Tests durch die Software selber durchführen. Wir können also jetzt hier über das Gerät einschalten, mach mir jetzt mal die Klimaanlage an, mach jetzt die Warnblinkanlage an, Sitzheizung an oder ausschalten, verstellen. Ich kann also über mein Gerät, was ich hier habe, mein komplettes Auto steuern und einzelne Tests durchführen, ohne jetzt tatsächlich hier am Auto was machen zu müssen. Ich kann also Fenster hoch und runter fahren, Klimaanlage ein- und ausschalten, Sitzheizung ein- und ausschalten, kann ich alles über das Gerät hier und dann macht er das auch tatsächlich. Neben dieser bidirektionalen Kommunikation, dass ihr verschiedene Sachen am Auto testen könnt, kann man natürlich auch die Live-Daten der einzelnen Module auslesen. Blende ich euch jetzt ein. Ich war mit einem Kollegen unterwegs, habe mir da ein paar Daten rausgepickt und so sieht das Ganze dann aus, wenn wir uns jetzt 4 Daten separat anzeigen lassen. Wir können diese 4 Daten oder wie viel auch immer man auswählt, natürlich auch in einem einzelnen Fenster anzeigen lassen. Das macht den Vergleich der Daten ein bisschen einfacher und so sieht das Ganze dann halt aus, wenn jetzt die 4 Daten in einem einzelnen Fenster dargestellt werden. Die können wir natürlich auch abspeichern und. Super einfach und dadurch ist natürlich die Fehlersuche super bequem möglich. Wie ihr also seht, ein professionelles Gerät, großer Bildschirm, den ihr da verwenden könnt. Ja, schaut euch das Ganze gerne mal an, wenn ihr da im professionellen oder semi-professionellen Bereich arbeitet.
ja, verschiedene Funktionen wie immer nach Modell. Also wenn ich mich jetzt mit einer anderen Marke verbunden habe, habe ich natürlich dann auch andere Optionen. Bei, ja, ich sage es mal, üblichen Verdächtigen wie VAG-Konzern hat man da dann eine oder andere Funktion schon mal mehr integriert. Aber hier gibt es jeden Tag Updates. Während ich jetzt das Ganze gefilmt habe, aufgenommen habe, gab es schon wieder so viele Updates zu den einzelnen Modulen, aber auch zu der Software als solches. Die hat jetzt unten noch so einen zusätzlichen Button bekommen, damit man direkt sieht, wie der Verbindungsstatus mit dem Bluetooth- und WLAN-Dongle dann direkt ist. Also die Software wird kontinuierlich weiterentwickelt und es gibt wirklich jeden Tag Updates. Gut, das war es mal zu diesem Video, zu diesem fantastischen Gerät. Wie gesagt, Hardcase ist hier mit dabei. Schaut euch mal dieses Monster hier an. Finde ich richtig gut, richtig klasse. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch mal einen Einblick gegeben, was das Gerät kann. Wie gesagt, es kann noch viel, viel mehr. Da reicht einfach die Zeit nicht, sonst sprengen wir den Rahmen und dann wird es für den einen oder anderen dann auch wieder langweilig und uninteressant. Ja, ich verlinke euch das wie immer unten in der Videobeschreibung auf meiner Internetseite und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.